Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Marc und heute geht es mit diesem schicken Teil in die nächste Runde meiner Mission Heimkino. Das hier ist der neue Android TV von MadsBlue in der Größe 65 Zoll. Das Ganze mit einem UHD 120 Hz OLED Panel und einem rahmenlosen Design zum Kurs von knapp 2.400 €. OLED begeistert mich ja immer wieder in der Darstellung. Besonders der Trend des rahmenlosen Designs macht das Erlebnis nochmal intensiver. Wo wir hier gerade so schön zusammensitzen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. MadsBlue hat mir den TV für mein Video rübergeschickt, daher seht ihr die Kennzeichnung als Werbung. Ich muss schon sagen, ich mag die Richtung, in der sich das Design bei Produkten in der letzten Zeit verändert. Die Optik rückt viel stärker in den Mittelpunkt und genau dieser Aspekt macht auch hier einen dicken Pluspunkt für mich. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist momentan mit eins der schönsten TV-Geräte. Jetzt stellt sich noch die Frage, an die Wand oder auf den Schrank. Ich mag flache TV-Geräte an der Wand sehr gerne, aber hier gefällt mir auch der mittige Standfuß ziemlich gut, vor allem weil das Panel damit so extrem dicht über dem Schrank schwebt. Für diese moderne Optik muss man dann aber auch die Möglichkeit von Soundbars direkt vor dem Gerät einbüßen, das passt nämlich nicht. Von vorne wirkt der TV ansonsten absolut clean und man fragt sich, wo eigentlich die ganze Technik und die Lautsprecher versteckt wurden, denn hier verbirgt sich ein 2-Wege-Bassreflexsystem mit 2 Tief- und 2 Hochtönern. Für so einen flachen TV kommt da ein echt vernünftiger Klang raus. Sowohl bei Film als auch bei Musik hat mich das auf jeden Fall positiv überrascht. Wer den Klang extern an ein Soundsystem ausgeben will, der bekommt volle Unterstützung bis hin zu Dolby Atmos und DTS Studio Sound. Das rahmenlose Design trägt schon mal ein großes Stück zu dieser modernen Optik bei, aber viele Hersteller verpassen lediglich der Front ein Finish und auf der Rückseite wird dann alles einfacher gestaltet. Nicht so bei diesem Modell. Dieses Heck kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Bis auf die 4 Weser-Befestigungspunkte sieht man hier keinerlei Schrauben. Der obere Bereich ist in einem Art Metallfinish gehalten und mit gerade mal 5 mm zudem auch sehr dünn. Wie dünn 5 mm aussehen, das wird einem erst bewusst, wenn man von der Seite schaut. Das ist sogar weniger als bei aktuellen Smartphones. Bei dieser Ansicht kann man nun auch schön erkennen, dass der Fernseher leicht nach hinten gekippt wird durch den Standfuß und das gefällt mir ziemlich gut. Es wirkt optisch einfach viel harmonischer im Vergleich zu einem komplett gerade stehenden TV. Man merkt, das Design hier auf jeden Fall im Fokus stand. Gehen wir aber nochmal zurück auf die Rückseite, denn falls es euch aufgefallen ist, man sieht hier auch keinerlei Anschlüsse. Natürlich hat das Gerät aber welche, die sind lediglich etwas versteckt, nämlich hinter einer Klappe. Hier finden sich 3 HDMI-Ports, davon einer mit ARC, 2 USB-A-Ports, ein optischer Ausgang, Kabel- und SAT-Anschlüsse, ein CI-Slot sowie ein LAN-Port. Das Stromkabel ist abnehmbar. Was mir hier auf jeden Fall fehlt, ist HDMI 2.1 und eARC, das ist nämlich leider nicht am Start. Kabellos verbindet sich der TV mittels WLAN und Bluetooth und hier hat Mads ein tolles Feature am Start. Man kann den TV entweder als Sender gewohnt mit einem externen Kopfhörer bzw. einem Lautsprecher verbinden oder man nutzt den TV als Empfänger, also quasi als Bluetooth-Lautsprecher und spielt dann Musik vom Smartphone auf dem TV ab. Nice. Etwas unspektakulärer kommt die Fernbedienung rüber, die ist im klassischen Design gehalten und besteht komplett aus Kunststoff. Sie liegt trotz der Länge gut in der Hand und bietet mit 4 Schnellwahltasten für Netflix, Prime, YouTube und Google Play auch komfortable Funktionen. Durch die CEC-Funktion lassen sich auch externe Geräte mit der Fernbedienung steuern. Kommen wir jetzt aber endlich zum Panel und damit ja zum eigentlichen Hauptpunkt eines Fernsehers. Es handelt sich hier um ein 4K OLED-Panel mit HDR und 10-Bit Farbtiefe. Für flüssige Bewegungen sorgen dabei 120 Hz und OLED-typisch bekommt man hier einen gigantischen Schwarzwert geboten. Wer bei flüssigen Bewegungen eben schon zusammengezuckt ist, die ganzen Weichmacher kann man natürlich deaktivieren und den Inhalt dann im Original genießen. Und genießen trifft es dabei auch perfekt. Die Werkseinstellung im Bildbereich hat Mads schon sehr gut gewählt, dennoch kann noch einiges an Potenzial mit eigenen Einstellungen entlockt werden. Filme werden regelrecht zu einem Erlebnis. Farbenfroh und brillant präsentiert der Mads hier eine Szene nach der anderen. Live wirkt das nochmal spektakulärer als jetzt im Video, gibt euch aber schon mal einen ersten Eindruck. Wie ich anfangs schon kurz erwähnt habe, ist das hier ein Android TV und der läuft mit Android 10 und bietet daher auch für viele eine vertraute Umgebung, gerade weil Mads darauf verzichtet, ein eigenes Layout drüber zu klatschen. Der Aufbau und die Bedienung ist trotz vieler Funktionen einfach gehalten. Apps werden übersichtlich dargestellt und können bei Bedarf ganz einfach aus dem Play Store geladen werden.
Nachdem ich nun alles eingerichtet habe, kann ich neben der Fernbedienung zur Steuerung auch einfach meine Stimme nutzen, denn hier schlummert auch der Google Assistant im Gerät. Sobald eine Aufforderung erkannt wurde, springen in der unteren linken Ecke LEDs an und signalisieren zusammen mit einer Einblendung, dass euch der TV zuhört. Und genau das ist auch ein weiteres Feature, also nicht der Assistant an sich, sondern die speziellen Far-Field-Mikrofone direkt im TV-Gerät. Normalerweise ist nämlich lediglich in der Fernbedienung ein Mikro verbaut. Die Sprachsteuerung wird mit diesen zusätzlichen Mikros auf ein neues Level gehoben und reagiert zudem wirklich schnell und mit sehr guten Ergebnissen. Aus der Küche mal eben schnell ins Wohnzimmer brüllen und Netflix pausieren, weil man sich doch mehr Essen macht als gedacht, kein Problem. Die Wiedergabe fortsetzen, während man vollgepackt mit Essen zurückkommt, auch kein Problem. Das Smartphone schnell auf dem TV spiegeln und Inhalte auf dem großen Display anzeigen ist ebenso kein Problem. Google Chromecast ist auch am Start und dazu gesellen sich noch etliche weitere Möglichkeiten. Allgemein gefällt mir die Android-Oberfläche hier sehr gut. Alles wirkt sehr aufgeräumt und modern von der Anordnung und der Darstellung. Auch die personalisierten Vorschläge finde ich praktisch, so sieht man doch immer mal wieder einen Film oder eine Serie, die das Interesse weckt. Fazit: 2.399 € ruft MadsBlue als UVP für diesen TV auf und bietet dafür auch einiges, muss sich allerdings auch etwas Kritik gefallen lassen. Mit HDMI 2.1 und eARC wäre das Paket nochmal interessanter gewesen. Dolby Atmos steht damit für externe Lautsprecher aber trotzdem nichts im Wege, solange ihr euch dabei auf Streaming beschränkt. Atmos wird dabei nämlich ohnehin nur komprimiert übertragen und das funktioniert auch mit dem hier verbauten HDMI-Standard. Links packe ich euch wie immer in die Videobeschreibung, checkt das also gerne mal ab, wenn der TV euer Interesse geweckt hat. Ich hoffe, euch hat das Video genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn dem so ist, freue ich mich über euren Support in Form eines Abos. In diesem Sinne, ich empfehle mich. Adios!